So, da bin ich wieder mit einem neuen Video und heute mache ich ein Haul-Video. Die drehe ich ja am liebsten. Und ich zeige euch überwiegend High-Street-Sachen, also Mango, H&M and Other Stories, ASOS, ja, und so ein paar andere Sachen. Und eine neue Designertasche, eine kleine. Und ich fange an mit H&M und da habe ich dieses interessante Paar an Schuhen. Ja, und ich glaube, einige von euch werden sie ganz, ganz schlimm finden. Die sind schon recht speziell. Die sind nämlich sehr, sehr spitz. Sind so Mules, also hier so ein ganz kleiner Absatz und dann ja sowieso Schlappen. Ich liebe ja generell Mules einfach, weil das ist einfach die bequemste Art von Pumps, weil die hinten nirgendwo scheuern und dann vorne aber geschlossen sind. Ich mag spitze Schuhe generell mehr als runde Schuhe, weil sie einfach so das Bein so ein bisschen verlängern und die sind jetzt einfach mal sehr überspitzt. Ne? Eine extreme Variante davon. Ja, und ich finde die einfach cool zu Jeans. Also ich trage ja generell so gut wie jeden Tag Jeans. So High-Waisted Jeans, dunkle Jeans oder Blue Jeans. Und da finde ich, sind schon so eine Schuhe cool, die mit schlichten Sachen wie eben Jeans zu kombinieren und die geben dem Outfit dann einfach nochmal was Besonderes. Ja, bleiben wir bei H&M. Da habe ich noch ein Teil und zwar von H&M Trend. Die paar Schuhe waren von der H&M Conscious Collection übrigens. Ja, und das nächste Teil ist hier dieses Top von H&M Trend in braun. Also es sieht sehr, sehr ähnlich aus zu diesem braunen Buddy, den Daisy im letzten Haul gezeigt hat. Das ist jetzt einfach so die Top-Version sozusagen. Aber mir gefallen die Träger, dass die nicht ganz so dünn sind, aber auch nicht ganz so breit wie ein ganz normales Tanktop, sondern irgendwie noch ein bisschen anders geformt. Auch hier, ja, die Linie, die ist halt einfach so ein bisschen mehr schräg nach außen und nicht so gerade wie ein U geformt, wie es bei den meisten Tanktops der Fall ist. Und ich finde, dadurch sitzt die Form einfach ganz schön. Also es sieht so schön elegant aus und das ist trotzdem super easy und super bequem. Perfekt eben für den Sommer. Und das Schokobraun ist einfach eine tolle Farbe. Ich finde, es steht irgendwie jedem. Ja, also einfach ein Teil, was man gut kombinieren kann, wo ich mir ganz viele Outfits zu vorstellen kann. So, das nächste Teil, was ich habe, ist von Arket und ich weiß nicht, ob alle von euch schon Arket kennen, aber das gehört quasi zu H&M und die haben so ein paar Läden in Deutschland und auch einen Online-Shop. Das ist ein Männerblazer und manche werden sich fragen so, hä, warum kauft sie jetzt einen Männerblazer? Ja, ich wollte einfach einen Männerblazer haben, weil es diese ganz bestimmte Form hat. Also ich wollte nicht einfach nur einen Damenblazer, der Oversize ist, sondern dieses richtige kastige bei einem Männerblazer. Und auch, dass die Schultern so ein bisschen abstehen. Ich finde es halt irgendwie, finde ich, ist einfach mal eine interessante Silhouette. Ich blende euch einfach mal so ein paar Inspirationsbilder aus Instagram oder je nachdem, wo ich die jetzt finde, ein, damit ihr so ungefähr ein Bild vor Augen habt, was ich so im Kopf hatte. Ja, das ist jedenfalls ein Männerblazer in der Größe 46. Ich meine, das ist die kleinste Größe bei den Männern. So, ich glaube, als nächstes zeige ich euch meine neue kleine Designertasche. Und klein ist nicht untertrieben, denn das ist sie. Super süß und ich habe sie schon einige Male jetzt schon ausgeführt und da dachte ich mir schon so, okay, ja, ich bin super happy einfach mit dieser Tasche. Ich finde, dass daran merkt man immer am ehesten, ob man einen Fehlkauf getan hat oder nicht. Einfach von dem Gefühl her, wenn man die Tasche dann wirklich benutzt. Und ja, das ist hier auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Äh, ja, das ist von The Row die Escort Bag und wer uns, also dem Blog, Daisy und mir, aufmerksam folgt, wird diese Tasche wahrscheinlich auch bekannt vorkommen. Daisy hat nämlich die große Schwester davon, also eine etwas größere Version mit längeren Henkeln in Navy. Und ich war ja immer so mega, mega neidisch auf diese Tasche von Daisy. Und ich war immer so, oh, ich will sie am liebsten auch haben. Die ist einfach so cool, weil sie so wirklich Underdog-mäßig ist. Also man sieht überhaupt kein Logo oder so. Und es ist wirklich, es gibt keine vergleichbare Tasche irgendwie dazu. Ich finde sie einfach super cool und raffiniert gemacht. Und ja, man kann so super schlicht, also jetzt zum Beispiel das, was ich jetzt anhabe, und dann diese Tasche. Ich finde, das sieht cool aus, meiner Meinung nach jedenfalls. Ja, und manche werden sich vielleicht fragen, ist die Tasche überhaupt praktisch? Weil es sieht einfach aus wie so ein Stück Stoff. Ja, sie erfüllt auf jeden Fall ihren Zweck und ich kann alle Sachen, die ich brauche, damit tragen. Sogar mehr als bei manchen meiner anderen Taschen. Mehr als als man denken mag. So ein bisschen wie so eine Hermine-Tasche irgendwie, würde ich sagen. Und ja,
Ich bin happy und ich glaube, ich habe jetzt auch langsam genug über diese Tasche geredet. Ich zeige euch das nächste Paar Schuhe. Und zwar dieses hier. Manche von euch werden wahrscheinlich die Story auf Instagram gesehen haben, wo ich meine alten Vans gezeigt habe. Oh mein Gott, es haben irgendwie fast 20.000 Leute angeguckt. Ich weiß nicht warum. Ich habe meine alten Vans gezeigt. Moment, ich hole sie gleich mal raus. So, äh, das sind sie. Also pink mit toten Köpfen. Das ist jetzt so 13 Jahre her ungefähr, wo ich die angehabt habe und ihr könnt euch jetzt denken, wie der restliche Style dazu aussieht. Ja, aber die haben einfach immer noch so einen emotionalen Wert für mich und ich finde es auch mega witzig, weil echt einige von euch geschrieben haben, dass sie die auch hatten oder halt die mit den Kirschen drauf oder mit den Schmetterlingen, toten Köpfen, Dingern. Ja, fand ich sehr, sehr cool, finde ich, hat man sich gleich so miteinander verbunden gefühlt. Ja, das waren meine damals, aber damals wollte ich halt immer diese haben, aber die gab es halt damals nur für Männer. Und Freunde von uns konnten dann halt einfach die Männerschuhe nehmen. Die fangen aber erst ab Größe 38 oder 39 an. Und ja, ich habe eine 36, deswegen war das für mich keine Möglichkeit. Und jetzt heutzutage gibt es sie endlich auch für Frauen und deswegen dachte ich, okay, jetzt gönne ich sie mir einfach, jetzt hole ich sie mir, weil ich finde sie immer noch cool. Wie ich sie jetzt tragen würde, wäre ein ganz anderes Style als damals, aber immer noch cool, finde ich. Also einfach zu schlichten Sachen, so zu Jeans und T-Shirt finde ich das super lässig. Die sind auch sehr bequem und einfach, ja, easy going. So, das nächste Teil ist von And Other Stories und zwar ist es dieser Zweiteiler. Und hier habe ich mich wieder von meiner Schwester, die sie inspirieren lassen. Sie hatte dieses Teil hier nämlich schon vor mir. Und dazu gibt es auch schon einen Blogpost. Da blende ich euch einfach mal die Bilder dazu ein. Dann seht ihr das auch gleich angezogen und kombiniert. Und ja, ich finde diese Kombo super cool, aber auch separat sehr, sehr cool. Aber besonders eben in Kombination, weil ich finde, das macht gleich total was her irgendwie. Ja klar, es hat halt diesen Pyjama-Look irgendwie, aber trotzdem sieht es, finde ich, gleich sehr, ich weiß nicht. Also mir gefällt es einfach. Sieht sehr angezogen aus und man kann es eben gut up und down dressen, aber eben auch separat gut tragen. Da konnte ich mir einfach nicht verkneifen, mir das eben auch zu holen. So, mit komischen Taschen war es in diesem Video noch nicht genug. Ich habe nämlich noch eine weitere und auch da werden sich vielleicht welche fragen, was ist bei ihr los? Das ist eine Tasche von Mango und sie ist super schwer. Und ähnlich wie die Tasche von The Woe ist sie so ein bisschen seltsam, bisschen komisch. Nicht das, was man tagtäglich sieht. Ja, aber auch da gilt wieder schlichte Klamotten, seltsame Tasche und zusammen sieht das Outfit gleich interessant aus. Ich finde es einfach cool. Die ist vielleicht so ein bisschen unpraktischer als die The Woe Tasche, weil sie echt heavy ist und ein bisschen weniger Platz hat. Aber ja, Mai. Ist zwar jetzt auch langsam eine It-Bag, aber ich finde es gut, dass es nicht so offensichtlich irgendwie von einer Marke ist oder so, sondern, ne, ist jetzt kein Branding dran oder so, sondern ja, es sind halt Perlen. Man könnte es theoretisch auch selber machen, wenn man denn geschickt genug ist. Ich bin es nicht, deswegen habe ich es von Mango gekauft und ja, das ist meine zweite komische Tasche. Ja, bleiben wir doch gleich bei komischen Sachen, beziehungsweise Sachen, wo die einen sagen, finden sie cool und die anderen, was ist das für ein Scheiß? Ein Trend, der nämlich sehr umstritten ist der Radlerhosen-Trend. Und auch den wieder habe ich bei Daisy das allererste Mal gesehen. Also Daisy ist echt immer super on point. Erstmal war ich nämlich auch sehr skeptisch, dachte ich so, ich lasse sie mal machen. Aber sie hatte die Hose jetzt auch so ein paar Mal an und es sah echt cool aus, cool lässig und nicht schrecklich oder so. Einfach so zeitgemäß, würde ich einfach mal sagen. Ja, aber beim Street-Style gibt es, glaube ich, auch schon ein paar coole Beispiele. Ich werde die mal raussuchen. Oder Pernil Tasteback, eine Dänin, die sehr, sehr stylisch ist, hatte letztens auf einem Event auch Radlerhosen an. Vielleicht finde ich dazu auch noch ein Bild. Also die Outfits, die ich jetzt damit bereits gesehen habe, haben mich einfach so ein bisschen inspiriert und verleiten mich einfach dazu, das auch mal auszuprobieren. Und ihr sagt mir jetzt mal in den Kommentaren, findet ihr das gut oder eher nicht gut? Jetzt kommen die letzten Sachen vom Haul und zwar sind es diese Haarspangen. Sind die nicht mega, mega cool? Sehr kitschig. Ja, und auch hier wieder mein Mantra, schlichtes Outfit und interessante Accessoires. Ja,
Ist echt mein Ding und why not? Warum nicht dann auch so bunte Haarspangen mit ganz vielen glitzerigen Strasssteinen dazu? Die sind von einem Instagram-Account namens Hairclip Copenhagen, also so ein ganz kleiner Instagram-Account, wo eine Person die in sehr limitierter Stückzahl verkauft. Also man muss ihr auch eine DM schreiben, um dann die Haarspangen zu kaufen. Und diesen Instagram-Account habe ich durch Laura entdeckt, weil sie hat auf einen ihrer Fotos eine Spange gepostet und diesen Account getaggt und ich dachte so, oh mein Gott, was ist das für eine geile Spange? Und ja, habe dann auch gleich zugeschlagen, wie man sieht. Ja, danke Laura für diese coole Entdeckung. So, und damit sind wir auch wieder durch. Das waren so meine liebsten Einkäufe der letzten Wochen oder Monate. Ich hoffe wie immer, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!